Mein Name ist Susanne Friederich. Ich bin stellvertretende Abteilungsleiterin Bodendenkmalpflege. Ja, Schlachtfeldarchäologie ist ein relativ neues Feld in der Bodendenkmalpflege in Deutschland. Schlachtfeldarchäologie ist generell ein sehr neues Feld, ganz speziell natürlich auf deutschem Boden, sodass es ganz erstaunlich ist, dass wir hier in Sachsen-Anhalt jetzt schon auf 2 Schlachtfeldern aktiv Untersuchungen durchführen und demnächst sogar auf einem 3. Auf welchen Schlachtfeldern führt ihr momentan Untersuchungen durch? Bei Bad Kösen soll die neue Ortsumgehung entstehen und diese wird das Schlachtfeld von Hassenhausen, Jena-Auerstedt durchschneiden. Und welche weiteren Schlachtfelder werden untersucht? Der Tagebau Domsen wird sehr weiträumig in die Naturlandschaft eingreifen und dort wird das Schlachtfeld von Hohenmölsen tangiert werden. Und hier untersuchen wir das Schlachtfeld von Lützen. Wie geht man bei der Schlachtfeldarchäologie prinzipiell vor? Schlachtfeldarchäologie erfordert ganz neue Vorgehensweisen im Gegensatz zur großen flächenhaften Archäologie, die im Vorfeld von Baumaßnahmen etc. stattfindet und dort keine Schlachtfelder im Vordergrund zu vermuten lässt, denn dort kann mit dem Bagger direkt der Oberboden abgetragen werden. Würde man im Bereich von Schlachtfeldern den Oberboden direkt abtragen, würden wir das wichtigste geschichtliche Zeugnis der Hinterlassenschaften wie Kugeln etc. vernichten und aus diesem Grund wird zunächst der Oberboden untersucht, der ja bei den weiteren archäologischen Grabungen im Land immer sofort abgetragen wird. Wie wird der Oberboden untersucht? Wir führen archäologische Prospektionen durch, und zwar Begehungen, aber Begehungen, die nicht per Auge erfolgen, sondern mit einer Tellersonde. Mit dieser Sonde kann man die verschiedenen Metallarten detektieren und sobald es ausschlägt, werden wir mit dem Spaten in den Boden greifen und schauen, was sich im Boden verborgen hält. Meistens stellen wir die Sonde so ein, dass sie nicht auf Eisen geht, dass diese also nicht detektiert wird und alle weiteren Gegenstände angezeigt werden. Das heißt, man findet massenweise Kugeln oder andere Dinge. Und wie sind die Ergebnisse? Hat sich das als historisch bedeutsam herausgestellt? Das Gros der Funde sind in der Tat die Kugeln. Wenn man die als erstes auswertet, und zwar nicht die Einzelkugel als solches, sondern eben die Verbreitung der Kugeln, kann man sehr schön sehen, wo die Truppen gestanden haben. Wir können ja anhand der verschiedenen Kugeln sehen, aus welchen Geschossen sie abgefeuert wurden. Und dann können wir schauen, wie weit konnte man mit diesen Geschossen zielen. Und daraus kann man wieder rückwirkend die Aufstellung der Truppen nachvollziehen. Das ist natürlich ganz wichtig, um zu vergleichen, ob die historischen Überlieferungen, die wir haben, übereinstimmen mit dem, was sich im Boden erhalten hat. Schlachtfelder sind also wichtige historische Quellen. Schlachtfelder sind wichtige historische Quellen, denn jeder Stich oder jede schriftliche Überlieferung ist natürlich politisch gefärbt. Jeder Verlierer muss sagen, dass der Gegner viel mächtiger war, aber selbst der Gewinner muss sagen, dass der Gegner sehr kräftig war und nur dank seiner List konnte er ihn schlagen, sodass wir wissen, dass historische Überlieferungen stets politisch gefärbt sind. Schaut man dann die historischen Momentaufnahmen, also die Bevölkerungsaufnahmen im Prinzip an, was man von Hand zu Hand weitergegeben hat, ohne politischen Hintergrund, wissen wir natürlich, dass sich Geschichten immer verändern. Man gibt es an den einen, an den anderen und wenn man nach einer Woche nur allein schaut, welche Botschaft übertragen wird, stimmt sie mit der Ursprungsbotschaft nicht mehr überein. Und die Archäologie liefert sozusagen harte forensische Daten. Die Archäologie bietet die einzige Möglichkeit, wirklich zu sagen, wie die Schlacht abgelaufen ist. Wir wissen, dass die Geschossgegenstände an der Oberfläche lagen und sie sind vom Pflug in den nächsten Jahren, Jahrzehnten und sogar Jahrhunderten in den Boden eingebracht worden. Selbstverständlich gibt es einen Verzug der Objekte. Wir wissen, dass sie zwischen 1 und 5 Meter sich bewegt haben, aber im Gros zeigt ihre Lage sehr genau den Schlachtverlauf an. Schlachtfelder sind also eine zukünftige denkmalpflegerische Herausforderung für die tägliche Arbeit der Bodendenkmalpflege. Sie sind eine ganz große Herausforderung, weil wir mit mehr Zeitvorlauf vorgehen müssen. Bei archäologischen Fundstellen, die nicht Schlachtfelder sind, können wir relativ zügig arbeiten, mit dem Bagger abtragen und können mit sehr vielen Teams, egal zu welcher Jahreszeit, arbeiten. Schauen wir uns die Begehungen an, so wissen wir, dass je nach Feuchtigkeitsgrad der Luft, aber auch nach Feuchtigkeitsgrad des Bodens die Messgeräte anzeigen. Das ganz Erstaunliche ist, wir können heute über den Boden gehen und es kann sein, dass in der nächsten Periode, in der nächsten Witterungsperiode wir wieder erneut Funde finden. Das heißt, man muss 2- bis 3-mal die gleiche Stelle detektieren. Das heißt, man muss jahrelang untersuchen, bevor man dann schließlich die tieferen Strukturen untersuchen kann. Aber hier gibt es ja auch Niederschläge durch Schlachtfelder.
in den tieferen Strukturen, also Befestigungen oder Ähnliches? In dem oberen Bereich haben wir genau die Objekte, die an der Oberfläche liegen geblieben sind. Aber selbstverständlich wurden natürlich bei Schlachtfeldern auch Eingriffe in den Boden vorgenommen. Sei es Schützengräben oder aber der Tross, der wiederum seine Zelte etc. aufbauen musste, möglicherweise mit Befestigungsgräben umgeben. Und dann ganz wichtig, wenn die Schlacht vorbei ist, gab es einige Tote oder viele Tote und die wollte man natürlich nicht an der Oberfläche liegen lassen. Diese wurden entsorgt. Entweder waren Straßengräben, Befestigungsgräben noch offen oder aber man hat auf die schnelle, flache Geländemulden dazu genutzt und dann Boden aufgebracht oder eben auf die schnelle Massengräber ausgehoben. Wie kann dann die Strategie sein bei Schlachtfeldern in Zukunft? Soll man die wichtigsten schützen? Muss man sie im Vorfeld schon untersuchen? Wie kann die bodendenkmalpflegerische Strategie hier aussehen? Was immer unabhängig von jedem Vorhaben, was später kommen könnte im Bereich des Schlachtfeldes, möglich ist, dass die Feldbegehungen durchgeführt werden, und zwar jene mit der Sonde. Dann ist zu überlegen, ob man nicht in Teilbereichen schon weit im Vorfeld geomagnetische Untersuchungen macht oder Radaruntersuchungen, um mögliche Wegeführungen, Befestigungsgräben oder gar Massengräber zu detektieren. Ja, dann danke ich für die Antworten. Bitte sehr.